Vielleicht hast auch du schon mal von der sogenannten steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung gehört. Ist ja ein ziemlich schwerfälliger Begriff, ziemlich sperrig und viele können damit vielleicht gar nichts anfangen. Die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung wird vom Finanzamt ausgestellt und bestätigt, dass du eben hier beim Finanzamt alle Steuern bezahlt hast und dass du ein zuverlässiger Steuerzahler bist. Es gibt Situationen im Leben, wo du eine solche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung brauchst. Zum Beispiel, wenn du in Deutschland ein Restaurant eröffnen willst und eine Alkohollizenz benötigst oder vielleicht auch eine Erlaubnis benötigst nach § 34, dann ist eine sogenannte steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich. Was ist aber nun, wenn du im Ausland lebst? Nun, auch dann kann eine solche Bescheinigung notwendig sein. Zum Beispiel immer dann, wenn es in Deutschland etwas zu vererben gibt. Dann musst du als derjenige, der im Ausland wohnt, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beim deutschen Finanzamt einholen, um zu bestätigen, dass du die Erbschaftssteuer bezahlt hast. Erst dann dürfen zum Beispiel Banken oder auch Broker hier letztlich Konten, Depots, Schließfächer und so weiter freigeben. So, wo ist nun hier die Herausforderung? Es gibt verschiedene Dinge. Zum einen gibt es immer wieder Personen, die Deutschland verlassen und sich sagen, nach mir die Sintflut und dort im Grunde Steuerschulden hinterlassen. Wir sehen es auch immer hier zum Beispiel in unserem eigenen YouTube-Channel, wenn da manche Leute kommentieren, Deutschland kann mich mal, ich bin einfach weg und so weiter und so fort. Nun, wenn du irgendwas erbst mal irgendwann in Deutschland und du hast jetzt zum Beispiel noch Steuerschulden, dann wirst du keine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen. Du musst also erst dann diese Steuerschulden bezahlen und erst dann kann diese ausgestellt werden und das Ganze kann sich Wochen und Monate in die Länge ziehen. Daher nochmal, wir sagen es hier immer wieder, ich rate dir ganz dringend, alle deine Angelegenheiten mit dem Finanzamt zu regeln, bevor du Deutschland verlässt, beziehungsweise darauf zu achten, dass jemand deine Finanzamtspost in Empfang nimmt und auch liest, wenn du nicht mehr in Deutschland lebst. Wir hören das immer wieder, da kommen noch irgendwelche Fragen vom Finanzamt, da kommen vielleicht auch Aufforderungen, hier noch eine Vorauszahlung zu leisten. Das muss natürlich alles dann bearbeitet werden und entsprechend auch hier richtig gestellt werden mit dem Finanzamt, dass hier nichts mehr letztlich Negatives aufscheinen kann zu deinem Namen. Wie gesagt, natürlich hat das Finanzamt nicht die Möglichkeit, dich hier im Ausland so ohne weiteres zu verfolgen. Zwar gibt es amtliche Beihilfe, gerade in der EU, ja. Also mal angenommen, du wohnst in Frankreich und hast Steuerschulden und das Finanzamt weiß, dass du dort wohnst, dann übergibt das Finanzamt das Recht, diese Schulden einzutreiben an die Franzosen und die Franzosen machen das dann zu ihren Steuerschulden. Das heißt, du hast dann auf einmal Steuerschulden beim französischen Staat, nicht mehr beim deutschen und der französische Staat wird sich dann darum kümmern, dass diese Schulden eingetrieben werden. Aber wie gesagt, wenn du nicht in der EU wohnst oder digital Nomade bist, natürlich, man kann sagen, das Finanzamt wird dort ohne weiteres keinen Zugriff auf dich haben und es ist unwahrscheinlich natürlich, dass du hier, außer es geht jetzt um was Kriminelles, aber einfach nochmal die Steuern nicht bezahlt hast, zum Beispiel am Flughafen oder so, hops genommen wirst. Das wird es natürlich nicht geben, ja, bei rein zivilrechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt. Aber dennoch, ich rate dir, hier dich um deine Angelegenheiten beim Finanzamt zu kümmern. Aber selbst wenn du alles gemacht hast und alles eingereicht hast, kann es gerade im Erbschaftsfall doch zu einem Problem kommen oder zu einer Verzögerung kommen. Da gibt es ja dann in Deutschland Nachlassverbindlichkeiten, wie zum Beispiel offene Arztrechnung, Beerdigungskosten und so weiter und so fort. Die Erbengemeinschaft muss ja dann vielleicht auch hier Erbschaftssteuer bezahlen und braucht dafür auch die liquiden Mittel, die hier der Erbe hinterlässt. Und all das ist letztlich nicht möglich,
wenn hier auf die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung gewartet wird für dich, der du im Ausland wohnst. Denn wie gesagt, Banken sind extrem vorsichtig. Die rücken letztlich zum Beispiel das Geld, das sich auf Konten befindet, nicht heraus, ja, außer diese Bescheinigung liegt vor. So, natürlich, also man muss jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Natürlich geht es nicht ein paar Jahre, bis diese Bescheinigung da ist, aber sie kann schon mal ein paar Monate brauchen, bis sie dann tatsächlich da ist. So, und du musst dann überlegen, was passiert hier mit deinen Geschwistern, was passiert mit der Erbengemeinschaft, wenn hier letztlich alle Mittel, die geerbt wurden, blockiert sind. Also zumindest kann es für dicke Luft wahrscheinlich in der Familie sorgen. Daher muss man also sich fragen, ob es vielleicht andere Methoden gibt, sozusagen dich zu bedenken, der du im Ausland bist. Vielleicht muss hier das Testament besonders sorgfältig gestaltet werden. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, dich vorher zumindest hier finanziell zu bedenken, damit du gar nicht in die Situation kommst, dass erst geerbt wird. Ja. Also nochmal, wenn du im Ausland lebst, mach dir dazu gut Gedanken, am besten im Vorfeld, am besten schon lange bevor es zum Erbfall kommt. Bedenke das gut, unterhalte dich mit deiner Familie, unterhalte dich mit den Erblassern, die dir möglicherweise was hinterlassen werden. Ja, das kann manchmal eine unangenehme Unterhaltung sein. Keiner redet gerne vom Tod. Aber wenn es dann dazu kommt, und es ist ja unausweichlich, wir alle laufen darauf zu, dann ist es besser, wenn diese Dinge geregelt sind. Wenn du im Ausland wohnst und auch ins Ausland umziehen möchtest und hierzu steuerliche Fragen hast zum Thema Erbschaft oder irgendwas anderes, dann lade ich dich ein, hier eine Beratung zu buchen für eine steuerliche Standortbestimmung. Wir können dich umfassend beraten und haben zum Beispiel auch in Deutschland hervorragende Steuerberater und Anwälte, die wirkliche Experten sind auf dem Thema Erbschaftssteuer, die dich hier schon im Vorfeld, zum Beispiel bei Testamentsgestaltung, mit deiner Familie beraten können. Buch jetzt ein Beratungsgespräch und dann freue ich mich, über dein Vorhaben in der Beratung sprechen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.